Antigravitationsantrieb für Flugscheiben auf deutschem U-Boot. 1944 wurde U-864 durch einen Torpedotreffer in 2 Teile zerrissen. Sank und riss 73 Menschen mit sich in die dunkle Tiefe. Das Boot war mit Hochtechnologie beladen, die für Japan bestimmt war. An Bord war die modernste Technologie, die Hitlers Rüstungsindustrie zu bieten hatte. Ihr Auftrag lautet, die Konstruktion einer Superwaffe im Einsatz gegen die amerikanische Luftflotte. Dass da Hitlers Testament drin sein soll. Das Wrack liegt in 150 Metern Tiefe und birgt bis heute eine enorme Gefahr. 2003 wurde U-864 wiederentdeckt. Norwegische Behörden wollten es heben, doch plötzlich stoppte man die Hebung. Es sei zu instabil. Die Behörden mauerten. Experten widersprechen der Regierung und schicken Tauchroboter, um das Wrack zu inspizieren. Gut aus. Es gab da keinen Rost, keine Löcher oder sowas. Nichts deutet darauf hin, dass das Wrack in einem so schlechten Zustand ist, wie die Behörden behaupten. Die Regierung verhängte eine Sperrzone um das deutsche U-Boot. Man will das Wrack mit 300.000 Tonnen Sand, Beton und Steinen überdecken und somit seine geheime und gefährliche Fracht vor der Welt für immer verbergen. US-Geheimdienste hatten großes Interesse an dem Boot und sollen in einer geheimen Kommandooperation Fracht aus dem U-Boot geborgen haben. Warum hat die norwegische Regierung so viel Angst vor der Fracht auf U-864? 1944 verließ ein deutsches U-Boot unter strengster Geheimhaltung Kiel. Mit an Bord war Fracht, die für Japan bestimmt war. Mit dieser Fracht sollte der verbündete Japan eine Wunderwaffe bauen können. So wie die deutschen und japanischen Wissenschaftler an Bord. Um den Krieg gegen die Amerikaner im Pazifik zu beenden, um den Deutschen Luft eine Heimatfront zu verschaffen. Doch die Alliierten dechiffrierten die deutschen Funksprüche. Sie waren alarmiert, hatten sie Kenntnis davon erhalten, was und wer sich auf diesem hochmodernen U-Boot befunden hat. In diesem Video erfahrt ihr, welche Fracht und welche Passagiere das U-Boot mit Ziel Japan an Bord hatte. Zudem erfahrt ihr, welche Ereignisse die norwegische Regierung dazu veranlasste, über eine Hebung nachzudenken und warum von diesem Boot bis heute eine enorme Gefahr ausgeht. Doch kamen den Norwegern westliche Geheimdienste zuvor, um an das zu gelangen, was die Nationalsozialisten einst Japan zur Verfügung stellen wollten. Eine gnadenlose Jagd hatte begonnen. Dieses U-Boot durfte unter keinen Umständen Japan erreichen. Die Jagd auf U-864 und die Operation Deckname Cäsar. (1944) planten die Nationalsozialisten ihren Verbündeten, dem Kaiserreich Japan, mit Hochtechnologie auszurüsten, um gegen die US-Amerikaner im Pazifikkrieg die Oberhand zu gewinnen. Japanische Wissenschaftler reisten nach Deutschland, um in die modernste und geheimste deutsche Waffentechnologie eingewiesen zu werden. Zudem wurden Verträge geschlossen, um die fortschrittlichste Technologie unter Lizenz produzieren zu dürfen. Ende 1944 hatten die japanischen Wissenschaftler ihre Einarbeitung abgeschlossen. Die Ladung stand bereit und auch deutsche Wissenschaftler und Ingenieure standen bereit, um sich auf die gefährliche Reise nach Japan zu begeben. Für diese streng geheime Mission wurde ein U-Boot vom Typ 9D2, ein schneller und hochmoderner, zudem hochseetauglicher U-Boot-Typ, der zuvor modifiziert wurde. Unter anderem wurde das Boot mit einem Schnorchel ausgestattet. Dieser U-Boot-Typ zeichnete sich besonders zum Transport von strategischen Gütern aus, da er hohe Geschwindigkeiten von 20 Knoten, etwa 40 km/h über Wasser und knapp 8 Knoten, 16 km/h bei Unterwasserfahrt erreichte und eine Reichweite von über 30.000 Seemeilen über Wasser und 57 Seemeilen getaucht durch eine Batterieladung besaß. Zudem hatte jedes Boot einen kleinen Tragschrauber, eine Art Hubschrauber an Bord, um schneller feindliche Schiffe aufzuklären. Das Boot wurde in Kiel mit ungefähr 160 Tonnen Fracht beladen. Darunter befanden sich Blaupausen und Teile von dem ersten Düsenjäger der Welt, der Triebstrahljäger Messerschmitt Me 262. What was that? What the hell was that? It was the Messerschmitt 262, the world's first operational jet fighter. Blaupausen und Teile. Oder wie vermutet, ein in Teile zerlegtes Exemplar der Messerschmitt Me 163, ein Abfangjäger mit Raketentriebwerk.
Dieser Jäger war das erste Flugzeug, was eine Geschwindigkeit von über 1000 km/h erreichte. Weiter befand sich unter der Fracht Blaupausen über die modernsten deutschen Waffentechnologien, wie das Siemens-Radar oder der Torpedo, Deckname Zaunkönig. Dieser Torpedo fand sein Ziel nach Abschuss durch akustische Eigenlenkung selbst. Der Torpedo war lageunabhängig, sprich, er konnte aus jeder Lage des Bootes abgeschossen werden und nach einer Sicherheitslaufstrecke sein Ziel ausmachen und vernichten. Eine revolutionäre Technologie, die hätte den Krieg maßgeblich verändern können. Diese Technologie fand Einzug in moderne Torpedos. Zudem benötigte Japan große Mengen Quecksilber, so viel wie ging war der Wunsch. Man stellte 1835 mit dem hochgiftigen Quecksilber gefüllte Container mit einer Gesamtlast von 60 Tonnen Quecksilber zur Verfügung. Diese Container wurden im Kiel, also unten am U-Boot, verstaut. Nach offiziellen Angaben benötigte man das Quecksilber für die Produktion von Zündmechanismen. Einigen Berichten zufolge forschte Japan an einer deutschen Erfindung, der Glocke, einer Apparatur, die glockenähnlich aussieht. Diese Apparatur ist bis heute hoch umstritten. Auch der genaue Zweck ist nicht eindeutig geklärt. So soll es sich etwa um einen Antrieb für ein Rundflugzeug, besser bekannt unter dem Namen Reichsflugscheibe, handeln. Erprobt wurde die Glocke im heutigen Polen, im Eulengebirge, nahe dem Projekt Riese, so wird angenommen. Die ersten Schlagzeilen machte ein Absturz 1965 eines Fluggerätes, welches aussah wie eine Glocke, nahe dem Städtchen Kecksburg in Pennsylvania. Schnell wurden die Rufe lauter, dass es sich um einen Nachbau der auf deutschen Dokumenten beruhenden Glocke handeln solle. Einige Wissenschaftler behaupteten nach dem Krieg, dass man die Alliierten nur sehr frühe Baupläne erbeuten ließ und die US-Amerikaner nicht verstanden, um was es sich handelt. Angeblich soll man diese Apparaturen bemannt haben. Infolgedessen starben die Piloten nach und während des Fluges. Ob es sich bei diesem Objekt um einen Mythos oder Wahrheit handelt, darf jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe zu diesem Thema bereits recherchiert. Link zum Video in der Videobeschreibung. Doch nun zurück zum U-Boot. Laut Aussagen von Geheimnisträgern soll sich auf diesem Boot eine Apparatur, die als Antimaterie- oder Antigravitationsgerät bezeichnet wird, befunden haben. Es soll sich um einen fertigen Prototyp gehandelt haben, den die Nationalsozialisten ihren Verbündeten zur Verfügung stellen mussten, um den Krieg im Pazifik zu kontrollieren. Man wollte, dass Truppen aus Europa abgezogen werden, um gegen Japan in die Schlacht zu ziehen. Laut den Aussagen ging der Lieferung ein langer Verhandlungsprozess voraus. Auf Drängen der Militärs in Anbetracht der vorrückenden Alliierten auf das Gebiet des Deutschen Reiches musste umgehend das Kriegsglück zurückerlangt werden, da die Niederlage sonst unausweichlich war. Japan soll zugesichert haben, mit einer neuen Wunderwaffe nicht nur die Amerikaner, sondern auch die Sowjets zu bekämpfen, um für Entspannung auf beiden Fronten zu sorgen. Die Erforschung dieses Fluggerätes war bei weitem nicht serienreif, doch gab es zu diesem Zeitpunkt schon getestete Fluggeräte und so erklärten sich die deutschen Wissenschaftler bereit, zumindest einen Prototypen ihren japanischen Kollegen zur Verfügung zu stellen. Die Apparatur wurde in ihre Einzelteile zerlegt und auf verschiedene Fracht- und Kisten verteilt, da die Geheimhaltung unbedingt gewahrt werden musste. Die japanischen Ingenieure an Bord wussten nichts davon, da ein anderes Team eingewiesen wurde, welches zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls mit einem U-Boot nach Japan reisen sollte. Nach heutigen Erkenntnissen befanden sich diese Wissenschaftler auf U-234 und nahmen sich vor Übergabe des Bootes an die Amerikaner das Leben. Auch soll die Besatzung Teile der wertvollen Fracht versenkt haben. Zu U-234 habe ich bereits ein Video gemacht, Link in der Videobeschreibung. Diese Fracht war so geheim, dass sie nicht auf den Ladelisten verzeichnet wurde und nur die höchsten Kreise der SS und Luftwaffe involviert waren. Hans Kammler soll laut den Informationen persönlich für diese Fracht verantwortlich gewesen sein. Wegen dieser schweren Fracht reduzierte sich die Reichweite des Bootes auf etwa 20.000 Seemeilen. Zudem soll sich unter der Ladung auch Komponenten für den Bau einer Atombombe befunden haben. Das könnte ebenfalls in Betracht gezogen werden, da sich nach dem Krieg westliche Geheimdienste unter strengster Geheimhaltung an dem Wrack des Bootes zu schaffen machten. Dazu später aber mehr. Neben der kriegswichtigen Ladung waren auch noch wichtige Passagiere an Bord des deutschen U-Bootes. Diese Passagiere waren 2 japanische Waffenexperten, Nakai und Yamamoto, und 2 deutsche Ingenieure der Firma Messerschmitt. Ihr Auftrag war der Bau einer Wunderwaffe gegen die US-amerikanischen Luftstreitkräfte.
Die Entscheidung für das Kommando des Bootes fiel auf Korvettenkapitän Ralf Reimer Wolfram. Er hatte zwar keine praktische Erfahrung im Kampf an der Front, war aber ein vorbildlicher Ausbilder. Vor den Männern liegt eine gefährliche Reise. Einzelne Soldaten verstanden, dass es ihre letzte Feindfahrt sein könnte. Dementsprechend gedrückt war die Stimmung unter der Mannschaft. Am 5. Dezember 1944 verließ U-864 zur Operation Caesar Kiel. Zunächst nahm das Boot Kurs auf Norwegen. Alles lief planmäßig. Das U-Boot steuerte den Hafen Horten an, um an Schnorchelübungen teilzunehmen, um die Mannschaft mit der Technologie vertraut zu machen. Anschließend wurde ein Defekt am Schnorchel festgestellt. Ende Dezember 1944 lief das U-Boot auf Grund. Die Mannschaft und Fracht wurden durchgeschüttelt. Niemand wusste zuerst, was passiert war. Kaloy Wolfram ließ das Boot und Fracht auf Beschädigung prüfen. Es konnte nichts festgestellt werden. Doch sollte das Boot zur Überprüfung in die Werft nach Bergen. Im Trockendock des Bunkers Bruno wird die Hülle durch Techniker untersucht. Die Operation Caesar verzögert sich. Doch die Alliierten hörten den Funk ab. Sie wussten über Teile der Ladung Bescheid und hatten Kenntnis von dem als kriegswichtig eingestuften Passagieren. Das Boot durfte unter keinen Umständen sein Ziel erreichen. Es musste zerstört werden. Eine gnadenlose Jagd hatte begonnen. Da das Boot im Bunker lag, schickten die Alliierten eine Bomberstaffel. Ihr Ziel? Der U-Boot-Bunker. Eine Tallboy-Bombe. Eine 5,4 Tonnen schwere Bombe mit 2,4 Tonnen Sprengstoff, entwickelt um schwerste Befestigungen zu durchdringen, beschädigte den Bunker schwer. Ihr Ziel war die Vernichtung oder zumindest die Beschädigung von U-864. Man wollte zumindest die Operation verzögern, um eigene U-Boote in Stellung zu bringen. Die HMS Venture wurde entsandt, um das deutsche U-Boot zu jagen. Am 4. Februar 1945 war sie im Einsatzbereich angekommen. U-864 verließ am 7. Februar repariert die Werft und brach die gefährliche Überfahrt nach Japan an. Doch bereits am nächsten Tag gab es Probleme an einem der Dieselmotoren. Er fiel komplett aus. Dieser technische Defekt brachte den Abbruch der Operation Caesar. U-864 musste umkehren. Der Fundspruch wurde abgefangen und die HMS Venture verlegte in das Gebiet. U-864 schlug einen Zickzackkurs ein, um etwaige Verfolger abzuschütteln. Am 9. Februar ortete das britische U-Boot U-864. Die Briten schossen aus etwa 2 Kilometer Entfernung einen Torpedofächer ab. 4 Torpedos, einer auf den Bug, einer auf die Zentrale, einer auf das Heck und einer tiefer gerichtet. Die Deutschen hörten die Torpedos und ließen tiefer tauchen. Doch ein Torpedo traf sein Ziel. Das U-Boot explodierte und brach in 2 Hälften. Die gesamte Besatzung fand den Heldentod. Die HMS Venture hörte den Treffer und vernahm Geräusche von zerberstendem Stahl. Auch ein riesiger Ölfilm wurde gesichtet. Die Position der Versenkung war bekannt, den Briten zumindest. Hier endete die Operation Caesar. Doch wurden die genauen Koordinaten nicht veröffentlicht. Sie blieben geheim und somit wusste niemand, wo das Boot gesunken war. Lediglich die Versenkung wurde von den Briten übermittelt. Ein seltsames Verhalten, doch sollte ein tieferer Sinn dahinter stecken. Laut Geheimnisträgern, die ihr Schweigen brachen, wollten die US-Amerikaner die genaue Kenntnis von den Briten erhalten hatten und deutsche Gefangene dazu gebracht hatten, über die Fracht Aussagen zu tätigen, eine Apparatur bergen. Diese Mission muss unter allerhöchster Geheimhaltung durchgeführt werden. Spezialisten planten diese riskante Operation minutiös. Wann genau diese Operation zur Bergung deutscher Hochtechnologie stattgefunden hat, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Es soll sich in den späten 50er Jahren bis Mitte der 60er Jahre ereignet haben. Durch die deutschen Patente im U-Boot-Bau waren die US-Amerikaner in der Lage, ein U-Boot mit Hilfe der deutschen Ingenieure zu konstruieren, das durch eine Alberich-Beschichtung nicht oder nur sehr schwer zu orten war. Der Meeresarchäologe Innes McCartney hat im Ärmelkanal ein U-Boot entdeckt, das von einer Gummischicht umhüllt ist. So sollte es für die Sonargeräte der Alliierten unsichtbar sein. Die Gummibeschichtung sollte dieses U-Boot unsichtbar machen. Von den 12 U-Booten mit Alberich-Tarnkappe gingen nur 7 in den Einsatz. In den Ärmelkanal reinzukommen, 4 Schiffe zu versenken und heil herauszukommen, ist bemerkenswert. Weil die westlichen Alliierten nichts von ihr wussten, verstehen sie nicht, warum sie das U-Boot nicht finden können. Während die Alliierten noch versuchen, das Rätsel zu lösen, kehrt U-480 triumphierend zum Stützpunkt zurück. Dieses U-Boot soll auch mitverantwortlich für die Geister-U-Boote vor Schwedens Küste gewesen sein, da der erste Einsatz die US-Militärs von der Tauglichkeit überzeugte. Doch fanden die Spezialisten mit Hilfe von Tauchern durch die starke Beschädigung des Bootes nicht alles, was sie suchten. Lediglich Teile eines Instrumentes, welches nicht näher beschrieben ist, konnte lokalisiert und geborgen werden.
Ob man auch Komponenten für den Bau einer Atombombe geborgen hatte, bleibt fraglich. Spätere Untersuchungen gaben jedoch keinen Hinweis auf strahlendes Material. Was die Geheimdienste tatsächlich alles fanden, ist nicht bekannt. Alleine die Hinweise auf eine solche Kommandooperation gibt weitere Hinweise auf die Wichtigkeit der Fracht an Bord des deutschen U-Bootes. Eines bleibt mysteriös. Obwohl man die genaue Position kannte und auch über die Ladung in Kenntnis war, wurde keine Angabe darüber getätigt, obwohl es großes Interesse an gesunkenen deutschen U-Booten gab. Und besonders Boote mit umweltgefährlichen Stoffen an Bord wurden gesucht. So wurden bereits mehrfach U-Boote mit Quecksilber an Bord ausfindig gemacht. So auch U-859. 1960 wurde das Quecksilber daraufhin geborgen. Das Interesse war also gegeben, doch war die Position weiterhin unbekannt, für die Öffentlichkeit zumindest. Die US-Amerikaner wussten jedoch die ganze Zeit darüber Bescheid. Wollten sie hier verhindern, dass bei einer Bergung Sachen ans Tageslicht kommen, die besser unentdeckt blieben? Oder fürchteten sie sogar unbequeme Fragen? Doch Jahrzehnte später sollte ein Interessierter die Position und Ladung des Bootes erfahren. Da die Fracht geheim war, wusste niemand etwas von der brisanten und höchst gefährlichen Ladung. Erst ein Ingenieur und U-Boot-Experte wurde auf U-864 aufmerksam. Ein altes Bild tauchte auf. Eine Frau erkannte ihren Verlobten wieder und sagte, ach, der Willi, Maschinist auf 864. Der Ingenieur nahm die Suche auf. Ein Bekannter in den USA durchsuchte das Nationalarchiv nach diesem Boot und er wurde fündig. Er fand britische Geheimdokumente und die Amerikaner hatten genaue Kenntnis über den Auftrag, Ladung und Passagiere. Zudem war die ungefähre Untergangsstelle bekannt. Alarmiert von den großen Mengen Quecksilber und die Gefahr für Mensch und Umwelt wurden die Behörden informiert. Die norwegischen Behörden veranlassten im Jahr 2003 umgehend eine Suche nach dem deutschen U-Boot. Ein Suchschiff wird zur Untergangsstelle geschickt. Ein Tauchroboter findet in 150 Metern Tiefe ein deutsches U-Boot. Es ist in 2 Teile zerrissen. Ein Teil steckt senkrecht im Meeresgrund. Auch werden die Behälter mit Quecksilber gefunden und an die Oberfläche verbracht. Sie sind im schlechten Zustand. Proben vom Meeresgrund bestätigen Schlimmes. Der Bereich ist mit Quecksilber kontaminiert. Ein sofortiges Fischereiverbot wird über das Gebiet verhängt. Auch vermuteten die Behörden Uran oder weiteres strahlendes Material aufgrund von dem durch die US-Amerikaner erbeuteten U-Boot U-234, welches große Mengen Uran nach Japan transportieren sollte. Messungen ergaben aber keine erhöhte Strahlung, offiziell zumindest. Die norwegische Regierung wollte das U-Boot umgehend heben lassen. Doch hatten Experten angeblich Sorge, dass die Torpedos und andere Waffen an Bord bei der Hebung explodieren und die gefährliche Fracht auf ein großes Gebiet verteilen könnten. Ob das wirklich der Grund war, warum man das U-Boot nicht heben wollte, bleibt fraglich. Vielleicht konnte in einer der geheimen Operationen der US-Amerikaner nicht alles geborgen werden und man hatte die Befürchtung, dass zumindest ein Teil des Geheimnisses gelüftet wird. Die norwegische Regierung entschloss sich dazu, das U-Boot mit einem Sarkophag für die Ewigkeit zu konservieren, ähnlich wie man es in Tschernobyl mit dem havarierten Reaktor machte. 300.000 Tonnen Beton, Sand und Steine sollten das U-Boot und ihre Mannschaft für immer unter sich begraben. Die Anwohner wehrten sich gegen die Pläne, da sie der Meinung sind, dass die Regierung die Gefahr einfach vertuschen will. Eine Protestbewegung wurde ins Leben gerufen. Das veranlasste die Regierung, weitere Untersuchungen von Experten zu veranlassen. Lokale Umweltschützer kämpfen schon seit Jahren gegen die tickende Zeitbombe am Meeresgrund. Genau wie die Bewohner von Feyje wollen sie, dass Norwegens Regierung das Wrack mit seiner gefährlichen Fracht bergen lässt. Das hatte Oslo auch schon einmal zugesagt, dann aber entschieden, die beiden Boothälften zu begraben. Sie sagen, eine Bergung sei sehr teuer und gefährlich für die Umwelt. Also hat die Regierung eine Abdeckung gewählt. Ihrer Meinung nach die billigste und umweltschonendste Maßnahme. Wir glauben, dass mit einer moderneren Methode nahezu das ganze Quecksilber entfernt werden könnte. Man würde das Wrack heben und die restlichen Flaschen bergen. Im April haben die Umweltschützer einen Tauchroboter zu dem U-Boot hinuntergelassen. Die Aufnahmen zeigen die Wrackteile in 150 Meter Tiefe zugewachsen, überwuchert von Algen. Gut aus. Es gab da keinen Rost, keine Löcher oder sowas. Nichts deutet darauf hin, dass das Wrack in einem so schlechten Zustand ist, wie die Behörden behaupten. Wir sind der Meinung, dass Norwegen über Technologie verfügt, das Schiff locker heben zu können. Militärhistorisch ein großer Erfolg, der den Norwegern bis heute große Sorgen bereitet. Auf Feyje sind die Menschen nur noch genervt von dem U-Boot und seiner unendlichen Geschichte. Ein Bericht wurde für Ende 2022 erwartet. Dieser liegt aber noch nicht vor und somit rostet das Wrack, zerrissen in 2 Teile, weiterhin auf dem Meeresboden und gibt kontinuierlich das hochgiftige Quecksilber an die Umwelt ab.
Bis 2017 wurde von einer Spezialfirma Vorarbeiten für eine Überdeckung des Bootes geleistet. Tonnen von Spezialsand wurden um U-864 aufgeschüttet, um eine Rampe für eine Abdeckung zu schaffen. Dann wurde es sehr ruhig um das U-Boot U-864. Ob jemals die gesamten Umstände über das Boot und seine brisante und gefährliche Fracht an die Öffentlichkeit geraten, bleibt abzuwarten. Solange nicht alle Archive für Historiker zugänglich gemacht werden, bleibt dieses Kapitel für uns weiterhin geschlossen. Wir können nur Indizien zusammentragen, um einen ungefähren Überblick über das Ausmaß der geheimen Technologien des Zweiten Weltkrieges zu erlangen. Fakt bleibt, wäre an all dem nichts dran, dann gäbe es fast 80 Jahre nach Ende des Krieges keine gesperrten Unterlagen mehr. Dieser Film ist den gefallenen deutschen Soldaten von U-864 und den getöteten japanischen und deutschen Wissenschaftlern gewidmet. Wenn die Diplomatie versagt, müssen Menschen in Kriegen ihr Leben lassen.